Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Multitool, dem ich nicht widerstehen konnte. Es ist eines dieser 5 hier. Weiterhin geht es um ein ausgeklügeltes Zubehör für dieses Multitool und auch andere Multitool-Modelle. Und gegen Ende zeige ich euch ein Taschenmesser, das das Multitool, das ich hier meine, meines Erachtens sehr gut ergänzt. Jetzt kommt aber erstmal ein kurzer Multitool-Talk, wenn man das so nennen möchte. Anfang September 2022 konnte ich auf dem Zweitmarkt einen Klassiker mit Kultstatus erstehen. Dazu noch in einer Ausführung, die ein praktisches Zubehör enthält. Darauf komme ich dann im Laufe des Videos noch. Es handelt sich hier um das Leatherman PST. PST steht für Pocket Survival Tool. Das ist natürlich auch ein pfiffiger Marketing-Schachzug. Ja, Pocket Survival Tool löst sofort was in einem aus, wenn man das hört. Das ist wirklich ein klug gewählter Name. Bisher hatte ich eher ein gespaltenes Verhältnis zu Multitools, muss ich wirklich so sagen. Ja, das war schon immer so eine gewisse Anziehungskraft da, aber der Funke wollte nie so richtig überspringen. Zu klobig, zu schwer, meist eher ein Kompromiss. Und dennoch haben es mir diese 4 hier schon vorher angetan. Ja, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich sie so gut wie nie bei mir trage. Also das ist für mich ein Sammlerstück. Das ist mir tatsächlich zu groß und zu klobig. Ähnlich verhält es sich auch hier. Beim Leatherman Crunch muss ich sagen, das habe ich schon häufiger mal im Gebrauch, aber seltsamerweise hauptsächlich zu Hause. Bisher gibt es auch nur ein einziges Video auf meinem Kanal über ein Multitool, und zwar hier zum Multimaster bei Cutmaster. Das ist ein einigermaßen kurioses Teil, war damals tatsächlich ein Konkurrent zum Leatherman PST, kann man sich fast nicht vorstellen, aber ja, so sahen damals mitunter auch Multitools aus. Ja, wer Interesse hat, kann sich das Video mal anschauen, das verlinke ich in der Videobeschreibung. Ja, es ist wirklich komisch manchmal mit diesen Multitools. Es liegt vielleicht auch einfach an meinen Vorbehalten oder auch Vorurteilen, die ich bisher hatte. Dokumentiert ist das in 2 meiner Videos. Ich zeige euch hier mal 2 kurze Videoausschnitte, in denen es um mein Verhältnis zu Multitools geht. Es geht um Multitools. Ich muss sagen, mein Multitool ist einfach das Schweizer Messer. Hier ein Spartan oder hier ein Huntsman. Und dazu halt noch eine Zange. Für mich ist das ausreichend. Natürlich ist es nicht alles in einem, aber ich denke, damit kann man so leben. Ja, Multitools haben dann auch mal eine Rolle gespielt. Das Leatherman Wingman war in einem Konvolut dabei. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt von Multitools. Keine Ahnung. Dann sowas wie dieses Gerber hier. Ja, interessante Technik. Ist alles ganz nett gemacht, aber spätestens bei der Klinge muss ich so ein bisschen lachen. Also das ist ja nichts Besonderes. Ja, so war das vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Kleine Zangen in Kombination mit einem Victorinox trage ich sehr, sehr gerne bei mir. Ist einfach praktisch, bietet sehr viel Flexibilität. Aber beides, also ein Multitool oder eben die Kombination Zange plus Victorinox, hat seine Daseinsberechtigung. Beides kann auch problemlos koexistieren, beides hat seine Vor- und Nachteile. Besser oder schlechter gibt es für mich persönlich nicht mehr. Man kann seine Einstellung über Dinge auch mal ändern, über die ein oder andere Sache reflektieren. Das habe ich getan und der Auslöser für diesen Sinneswandel war der Wegbereiter für alle moderneren Multitools, das Leatherman PST. Das wurde übrigens von 1983 bis 2004 produziert. Seit 1992 versieht Leatherman seine Produkte mit einem Datumstempel bzw. einer Datumsgravur. Man findet diese Angabe innerhalb der Griffschalen. Ich blende euch hier mal kurz ein Bild ein, damit man das auch besser sieht. Meines ist, wie hier zu sehen, vom Juli 1997. Das ist eine schöne und simple Idee zur Altersbestimmung. Und da Leatherman 25 Jahre Garantie auf seine Produkte gibt, dient dieses Datum dem Kunden sowie dem Hersteller auch der Transparenz bei etwaigen Garantieleistungen. Das macht also durchaus Sinn. Bevor ich zum anfänglich erwähnten Zubehör komme, gehe ich kurz auf die verbauten Tools ein. Erstmal die für ein Multitool relativ kompakten Außenmaße. 12 mm breit, 22 mm hoch und 102 mm lang. Das ermöglicht sozusagen 2 Lineale, wenn man so möchte. Zum einen ist das hier eine 7 3/4 Inch Skala, zum anderen ein
19,7 cm Lineal. Mir gefällt auch, dass sich das hier sehr, sehr gerade ausrichten lässt, also sehr tauglich. Ein Lineal kann man öfter mal brauchen, also damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Dann hat man hier eine kleine Öse, da passt ein Schlüsselring durch oder vielleicht auch eine Schnur. Die typischen Rändelschrauben, die verwendet Leatherman bei einigen Tools heute noch. Auch andere Hersteller greifen da gerne drauf zurück. Das gefällt mir sehr gut. Damit ist dieses Tool zerlegbar. Ich möchte aber gleichzeitig auf die Garantiebedingungen verweisen. Also sollte man sich wirklich entschließen, hier was zu zerlegen oder zu modifizieren, sollte man sich vorher wirklich die Garantiebedingungen durchlesen. Das meine ich jetzt ganz, ganz allgemein. Bei meinem PST ist die Garantie bereits erloschen. Also insofern ist es hier egal. Weiter mit den Tools. Hier die sehr taugliche Spitzzange, also die ist wirklich fast wie eine Pinzette, also die greift im vorderen Bereich richtig, richtig gut. Wir haben ja auch einen Drahtschneider. Ich habe ein ganz, ganz minimales Zangenspiel, man hört es auch. Ist wirklich nicht schlimm, das ist ganz, ganz wenig. Man sieht auch, dass hier schon mal mit einem Körner nachgearbeitet wurde. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Das ist ein altes Tool. Garantie habe ich auch keine mehr, aber ich kann damit auf jeden Fall so leben. Also das passt. Jetzt kurz zu den kleinen Tools. Die versuche ich hier im Schnelldurchgang mal durchzunehmen. Wir haben einen Büchsenöffner und Kapsleber in einem, also ein Kombitool. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ist hier auch nicht sonderlich scharf. Ich denke mal, er wird seinen Dienst tun, aber ist jetzt nichts Besonderes. Hier drüben ist eine Ahle. Die ist ausreichend spitz, ist auch scharf, allerdings relativ kurz. Ich denke, auch damit kann man arbeiten, wenn es drauf ankommt. Dann haben wir 3 Schlitzschraubendreher. Einen großen, einen mittleren und einen kleinen. Der kleine funktioniert ganz gut für Brillen, also das ist kein Problem. Ich habe öfters gesehen, dass der stark verbogen ist. Das heißt, der wurde auch gerne mal irgendwie von den Nutzern so ein bisschen missbraucht. Ja, hier, das sieht noch ganz gut aus, also da kann man nichts sagen. Was mir auch sehr gut gefällt, da wurde damals schon drauf geachtet. Das ist jetzt hier der Kreuzschlitzschraubendreher und da wurde damals bereits Wert drauf gelegt, dass das hier relativ zentral ist. Also gefällt mir ganz gut. Da hat man eine bessere Kraftübertragung. Man liegt hier, so gut es denn bauartbedingt möglich ist, in einer Linie. Also schöne Sache. Dann noch zu den Haupttools neben der Zange. Wir haben eine Feile. Laut Leatherman ist das eine Stahl- und Holzfeile oder Metall- und Holzfeile. Hier ist auch eine kleine Metallsäge. Und man sieht, dieses Tool wurde hier ordentlich benutzt, aber es ist alles noch im grünen Bereich. Die Metallsäge reicht locker für kleine Nägel oder vielleicht auch für Schrauben. Also das funktioniert. Da habe ich keine Bedenken. Dann die Klinge. 73 mm lang, effektiv 68 mm. Hohlschliff. Wir haben den 420 HC Stahl mit 56 bis 58 HC, also auch kein ganz schlechter Stahl. Da muss ich wirklich sagen, das passt. Lässt sich auch schön nachschärfen und ist ordentlich scharf. Man sieht, dieses Messer war ein User, aber wie gesagt, es ist alles noch im grünen Bereich. Insgesamt komme ich bei diesem Multitool auf 17 Funktionen, verteilt auf etwa 150 Gramm. Auch eine schöne Leistung. Die Spezifikation und die Funktion werde ich euch in die Videobeschreibung reintippen. Ja, alle diese Tools sind übrigens mit einem Slipjoint-Mechanismus versehen. Zeige ich euch nochmal kurz an der Klinge. Hier kann aber nichts passieren, denn spätestens hier ist Schluss. Ja, Leatherman nennt das Posi-Stop oder Position Stop, wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Zufallsprodukt ist oder Absicht, aber auf jeden Fall funktioniert das. Ist eine sichere Sache. Zur Handhabung im Allgemeinen und zum Toolset sage ich dann ja später dann nochmal was. Auch zu der sinnvollen Ergänzung
die ich anfangs erwähnte, sage ich noch was. Jetzt komme ich kurz zur Gürteltasche, die hier normalerweise dabei wäre. Diese ist hier von einem anderen PST aus dem Jahr 1995. Übrigens in einem Top-Erhaltungszustand, also wirklich unbenutzt. Hier war sogar eine Gebrauchsanleitung dabei. Sieht man nochmal den Posi-Stopp. Wer möchte, kann sich das kurz durchlesen. Also wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Das findet man heute so eher selten. Zur Tasche. Sehr stabiles Leder, schönes Leder, sauber vernietet. Wir haben einen Druckknopf. Der Nietenabstand hier liegt bei 65 mm. Das heißt, wir kriegen hier locker einen Gürtel mit 58 mm rein und das dürfte für die meisten von uns auch reichen. Ja, sehr wertig. Die altern auch wirklich gut. Meistens ist hier der Schriftzug nicht mehr zu lesen, wenn sie älter sind, die Taschen, aber dennoch sind die meistens noch sehr, sehr gut erhalten. Ja, jetzt zeige ich euch die Tasche, die hier tatsächlich dabei war. Eine schnöde Nylontasche, nichts Besonderes, Verarbeitung eher so lala. Geht auch schon ganz leicht aus den Nähten. Der Klettverschluss hält auch nicht mehr so gut. Hier sieht man noch Rostflecken, die gehen nicht mehr raus. Ja, es war wirklich ein User. Ich hatte auch ein bisschen was zu tun, um das ein bisschen aufzubereiten, aber es war nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht unmöglich. Es war auf jeden Fall gut machbar. Ja, man sieht, hier innen sind insgesamt 3 Fächer. Das heißt, ich komme jetzt endlich zu dem Zubehör, von dem ich schon die ganze Zeit rede. Wir haben hier schon mal Bits, dann könnt ihr euch schon denken, was es geht. Jetzt kommt der einigermaßen kuriose Leatherman Tool Adapter. Ja, eine wirklich praktische Ergänzung für das PST, aber auch für viele andere Modelle von Leatherman. Funktioniert teilweise sogar bei Modellen anderer Hersteller. Die Funktionsweise ist leicht erklärt. Im Bereich der Zange öffnet man das Tool so ganz leicht, also das dürfte eigentlich reichen. Dann hat man hier diese Aussparung, die geht dann über die Zange und man hat hier so eine Nase, die muss hier rein. Dann drückt man das Ganze zusammen. Das hält bombensicher. Also wirklich schon mal eine geniale Idee, kann man nicht anders sagen. Dann geht das aber noch weiter. Wir haben hier einen 45 Grad Stopp und einen 90 Grad Stopp. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Man kann das Ganze natürlich dann verlängern. Das ist ganz normale Bitaufnahme. Und ja, gehalten wird das Ganze hier durch einen kleinen Ring. Ich hoffe, das sieht man. Ja, also keine Magnetaufnahme, aber das hält trotzdem. Also hier kann nichts passieren, fällt nicht raus. Passt. Ich bin mir sicher, dass es mittlerweile viele bessere Bithalter gibt. Das ist ganz klar. Aber genial ist das hier trotzdem. Ist wirklich ein schönes Set. Ich möchte das auf keinen Fall trennen. Ich werde es eher noch ergänzen um ein paar Bits, aber getrennt wird es definitiv nicht. Und kurz zu diesem Tooladapter. Den gab es früher auch als einzelnes Zubehör. Ihr seht schon, in letzter Zeit habe ich so einen leichten Multitool-Trip. Der ist hier in einer Ledertasche, letztendlich das gleiche Leder wie hier, nur schwarz gefärbt. Auch hier der Leatherman-Schriftzug, eine schöne Niete bzw. ein Druckknopf, auch hier alles sauber vernietet. Und innen kommt dann dieser Tooladapter zum Vorschein, ja, in so einem Kunststoffteil. Ich musste mir hier noch ein paar Bits dazu kaufen über den Zweitmarkt, weil die originalen Bits teilweise verschollen waren. Aber auch das funktioniert noch, also die Versorgungslage mit diesen Sachen ist noch ganz gut, kann man sagen. Ist wirklich liebevoll gemacht, also sowas entdeckt man heutzutage bei anderen Herstellern eher selten. Ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit ist Leatherman eine kleine Leidenschaft von mir geworden, ich kann es nicht anders sagen. Ja, jetzt kommt dann noch ein kleines Fazit zum PST samt Zubehör. Mein Fazit zum PST, schöne Größe, also wirklich kompakte Abmessung, erträgliches Gewicht, multifunktional, dazu dieses kantige, dieses fast schon unperfekte. Dann kann man es zerlegen über diese Rändelschrauben, also all das entspricht meinen Anforderungen. Auf den ersten Blick ist es einfach nur ein Werkzeug, es hat diesen Tool-Charakter und im Gegensatz zu manchen anderen Schneidwerkzeugen kommt es sehr sozialverträglich rüber, das muss man auch mal sagen. Ja, dann gibt es noch 2 ganz allgemeine Kritikpunkte, die man öfter hört und die ich hier auch ansprechen möchte. Erstens, die Werkzeuge sind innenliegend, das heißt, ein sofortiger Zugriff ist nicht möglich.
Und zweitens der fehlende Griffkomfort bei hoher Belastung. Wir haben hier Stahlbleche, die haben eine Materialstärke von etwa 1 mm. Also für mich ist die Kritik schon nachvollziehbar. Vielleicht ist es auch der Grund, warum diese PST-Modelle auf dem Zweitmarkt relativ gut verfügbar sind. Mich stört beides nicht, muss ich sagen. Also die innenliegenden Werkzeuge sind für mich akzeptabel und für den Griffkomfort gibt es dann bei Bedarf auch Handschuhe. Also es ist ja nicht so, dass man hier die ganze Zeit auf Dauerbelastung arbeitet. Also ja, es geht schon. Letztlich siegt bei mir hier die Emotion über alle Gegenargumente und deswegen wandert diese Gürteltasche samt PSD und dem Tooladapter und dem Bits in eine neu zusammengestellte Pouch. Die orientiert sich an dieser Pouch, die habe ich euch schon mal vorgestellt. Ja, es gibt minimale Abänderungen, ich habe einfach nicht alles doppelt, aber im Großen und Ganzen ist das sehr ähnlich aufgebaut. Ich habe auch hier eine zweite Zange drin, falls ich mal was kontern muss. Und dafür spare ich mir hier diesen Bithalter, bzw. diese Ratsche, diese kleine. Dafür kommt dann eben hier der Tooladapter rein. Andersrum. Den werde ich dann gleich noch um eine kleine Verlängerung ergänzen. Hier die Bits und dann das PST. Das passt hier perfekt rein. Ich habe hier so eine Plastikschnalle hingemacht, also hier kann nichts verrutschen. Dann habe ich vorhin erwähnt, dass es da ein Taschenmesser gibt, das meiner Meinung nach das PST sehr, sehr gut ergänzt. Das wäre hier das Victorinox Huntsman. Hier geht es mir hauptsächlich um die Säge. Finde ich wirklich wichtig. Dann die Schere. Kann man auch wirklich immer brauchen. Ihr werdet lachen, aber der Korkenzieher ist mir auch wichtig. Und die Pinzette. Und all das ist hier dran. Das heißt, für mich muss das hier mit rein. Und dann habe ich hier wirklich eine tolle Pouch, die man unterwegs nutzen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss auch wirklich sagen, in manchen Bereichen ist eine Kombination aus einem Leatherman und einem Victorinox nahezu unschlagbar. Und ja, das sollen jetzt auch meine Schlussworte sein. In diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.